Habe die Ehre und herzlich willkommen hier wieder bei Namahem. Schön, dass du da bist. Und heute habe ich mir ein Thema ausgesucht, das ein heikles Thema ist. Das Schreckgespenst unserer Zeit, möchte ich fast sagen. Ich möchte heute mit dir über Krebs sprechen. Aus energetischer Sicht. Wie entsteht er? Wie kann er gehen? Bleib dran. Heilung ist einfach, lautet ja schon fast gebetsmühlenartig meine Aussage, die ich immer wieder wiederhole. Gilt es denn jetzt auch für schwere körperliche Erkrankungen? Dazu habe ich mir jetzt diesmal das Thema Krebs, das große kollektive Angstthema, ausgesucht. Was ist jetzt eine schwere Erkrankung? Was ist der Unterschied zwischen einer schweren und einer leichten Erkrankung? Sagen wir mal, zwischen Grippe und Krebs. Ich will es dir sagen, bei Grippe weiß jeder, dass es wieder vorbeigeht. Bei Krebs schaut es anders aus. Zumindest so die Überzeugung. Dabei ist es so, dass jeder Mensch im Leben ein- oder mehrere Male Krebs entwickelt und er geht auch wieder weg. Das heißt, völlig unbemerkt. Doch gehen wir mal für einen Moment von diesem so angstbesetzten Wort Krebs weg und sagen wir, die Zellen geraten etwas in Unordnung, in Disbalance. Und das wissen ganz viele nicht in einem Moment. Krebs entsteht nicht über einen langen Zeitraum, sondern in einem Moment eines seelischen Traumas. Das kann natürlich alles Mögliche sein, Verlust, eine starke Demütigung, Verrat, einfach ein tiefer Schmerz, eine tiefe Verletzung in der Seele, die man sich zuzieht. Und ich sage jetzt ganz bewusst mal zuzieht und nicht zugefügt bekommt, weil einen das wieder etwas in die Opferrolle drängt. Und du erinnerst dich vielleicht dran, ich habe schon oft gesagt, wir sind Schöpfer. Also in diesem einen Moment eines traumatischen Erlebnisses, und es muss schon dramatisch sein, also heftig, schlägt aus dem Emotionalkörper in der Seele das wie ein Blitz in die entsprechende Stelle im Körper ein. Du erinnerst dich, der Seelenkörper leitet immer alles, was ihm zu viel ist, zu heftig ist, was die Seele in Bedrängnis bringt, in den Körper, wenn es nicht in der Seele transformiert werden kann. Und dort an der Stelle im Körper kommen die Zellen in Disbalance. Und in dem Moment wird das Zellprogramm oder das Zellgedächtnis, besser gesagt, umgeschrieben. Es brennt sich ins Zellwasser, das das Zellgedächtnis darstellt, diese Information ein. Und die Zellen beginnen nun nach dieser neuen Ausrichtung, die nicht mehr der göttlichen Ordnung entspricht, die eigentlich von der DNA vorgegeben wird, ein neues Programm zu fahren. Und das geben sie auch bei der Zellteilung weiter. So entsteht, nennt man Tumor, ein Geschwür. Diese veränderten Zellen breiten sich aus. Die Medizin geht davon aus, dass Krebs vererbt wird, also im Erbgut weitergegeben wird. Und ein Stück weit stimmt es auch. Jetzt stell dir mal vor, einer deiner Vorfahren oder schon mehrere vorher hatten Krebs und haben diesen Krebs durchlebt mit allen Sorgen, Ängsten, Dramas, vielleicht bis hin zum Tod. Natürlich überträgt sich das auch auf die DNA. Also das ist nochmal was Wichtiges zu glauben. Die DNA wäre völlig festgeschrieben und nicht veränderbar. Das stimmt so nicht. Wir können unsere DNA verändern. Wir können sie zum Positiven verändern. Manchmal haben wir sie vorher schon zum Ungünstigen verändert. Das wäre jetzt so ein Beispiel und dann wird eben diese Information, die vielleicht nur ein Energiemuster, ein Erinnerungsfeld auf der DNA ist, weiter vererbt und es entsteht dann vielleicht eine Disposition zu Krebs. Also das heißt, man ist ein Stück weit empfänglicher dafür, man hat ein Resonanzmuster in sich, aber das ist nicht die Ursache letztendlich vom Krebs. Was Krebs natürlich auch noch etwas begünstigt, ist die Angst und die Sorge davor.
Diese Angst ist in 90% der Köpfe der Weltbevölkerung. Jetzt stell dir bitte mal vor, was das für energetisches Angstfeld ist. Was damit alles verknüpft ist. Wir sind ja alle miteinander verbunden. Gedanken sind Energie und in diesem Energiefeld sind diese ganzen Ängste, Erfahrungen, die sich ja scheinbar immer wieder bestätigen und die sagen, ja, wenn du Krebs hast, ist die Chance sehr gering. Eigentlich kannst du dich auf den Tod vorbereiten. Aus diesem kollektiven Muster auszusteigen, ist zugegebenermaßen nicht leicht. Ja, und ganz besonders tief taucht natürlich jemand in dieses Feld ein, wenn er die Diagnose Krebs erhalten hat. Röntgenbilder, Blutwerte, googeln, was sagt das Internet drüber, wie sind die Heilungschancen, wie hoch ist die Todesquote, Gespräche mit anderen Betroffenen, all das bringt dich noch tiefer rein. Oder dich, ich hoffe sehr, dich nicht, dass du diese Diagnose nicht hast, bringt Betroffene noch tiefer rein. Und das Problem dabei ist, dass der Fokus immer mehr auf dem Problem liegt und die Lösung nicht gesehen werden kann, denn die Lösung wäre eigentlich einfach. Ja, und damit scheint Heilung und die Lösung oft nur noch wie ein Hoffnungsschimmer irgendwo am Horizont. Und das andere ist viel größer, der Tod, der scheinbare Tod. Das Leid steht so im Vordergrund. Und manchmal ist es wirklich tragisch anzuschauen. Man hat dann das Gefühl, okay, jetzt tickt die Uhr. So viel Zeit habe ich nicht mehr. Alles, was ich jetzt tue, muss das Richtige sein, sonst wird die Gefahr, die Wahrscheinlichkeit immer größer, dass ich an dem Tumor, an dem Krebs sterbe. Und dann erscheint natürlich der Griff zur Chemotherapie logischer und konsequenter, als sich die Zeit zu nehmen, wirklich sich tief auf seine Seele einzulassen, mit seiner Seele in Kontakt zu gehen und eventuell dieses zugrunde liegende Trauma aufzulösen. In solchen Situationen scheint Heilung nicht einfach. Obwohl es das wäre, wüsste die Menschheit ganz selbstverständlich, dass es wie bei Grippe auch wieder vorbeigeht. Dann wäre die Sache, der Krebs, in 2 Wochen wieder verschwunden oder vielleicht sogar mit einem Atemzug. Ich sehe es als meine Aufgabe, diese Bewusstheit im Kollektiv der Menschen zu fördern. Meine Aufgabe als Heiler, als energetischer Heiler, ist es nicht, mich auf diesen Kampf einzulassen gegen diese Überzeugungen, im Einzelfall meine ich, und ein Kampf mit der Medizin. Ich begleite schwerkranke Menschen nicht. Ich habe einfach eine andere Aufgabe. Andere Heiler tun das und es ist gut so. Ich versuche, die Botschaft rauszusenden, darum gibt es Videos. Das Bewusstsein zu heben, die Angst rauszunehmen, so dass es irgendwann, so hoffe ich sehr, so wird es sicher sein, es mal selbstverständlich sein wird, dass Krebs kommt und geht. Bei meiner Arbeit, bei meiner Heilarbeit gehe ich so gut wie nie auf Symptome ein. Ich würde jetzt einen Menschen, bei dem ja, der Wille oder der Wunsch nach Heilung erstmal auf dem Körperlichen liegt, weil es da ein Problem gibt, das vielleicht schmerzt oder vielleicht sogar einen das Leben kosten könnte. Ich würde solchen Menschen mit der Elise Lebensenergie begleiten. Das ist eine hochintelligente Energie, die mit der Seele in Korrespondenz steht. Da stülpt man dem anderen nichts über, er nimmt sich diese Energie, so wie die Seele dazu bereit ist. Und wenn die Seele dazu bereit ist, und das ist jetzt nochmal was ganz Wichtiges, ich habe es aber schon mal gesagt, kein Heiler kann jemanden heilen, wenn die Seele nicht bereit dazu ist. Ich weiß,
Das akzeptieren manche Heiler nicht so und sie machen dann mehr oder wollen und das ist dann im Endeffekt wieder weniger. Je weniger ein Heiler möchte, umso mehr geschieht bei der Heilung. Die Elise-Energie ist so eine Möglichkeit, es ist eine Möglichkeit. Es gibt sicher viele. Vielleicht bist du auch Heiler, hast deine Arten zu heilen mit Heilenergien. Heilenergien sind eigenintelligent und wirken genau an der richtigen Stelle. Das kann nichts anderes, was von außen zugeführt wird, auch nichts Materielles, kein Pülverchen, keine Tablette, keine Übung oder sonst irgendwas vermag das auf die gleiche Art. Und ein Link dazu zu der Elise-Energie, wenn du magst, schau mal in der Videobeschreibung unten, findest du dort. Also, was bewirkt wahre Heilung? Nicht nur Symptome wegkriegen auf irgendeine Art oder Symptomverschiebungen, die vielleicht Jahre später wieder auf einen zurückkommen. Was bewirkt wahre Heilung? Es ist immer wieder dasselbe. Und es ist einfach Ausgleich der Energien, Balance, den Fluss der Energien und auch der Liebe in der Seele. Die große Liebe, die Liebe zu sich selbst in Fluss bringen. Denn dann ist die Seele eben in einem ausgeglichenen Zustand. Und wenn ein dramatisches Ereignis eintritt, ist sie viel leichter in der Lage, das aufzufangen und es auszubalancieren. Dann schlägt vielleicht der Blitz gar nicht durch bis auf die Zellen. Und wenn er doch schon durchgeschlagen ist, dann wird diese Information in den Zellen, die ja bis dahin erstmal an der Oberfläche ist, die hat sich noch nie eingebrannt. Je länger das es besteht, umso mehr verfestigt sich's. Auch wieder aufzulösen. Wenn der Seelenkörper und der physische Körper miteinander kommunizieren, mit anderen Worten, wenn die Energien ausgeglichen sind. Hier und auch hier, von oben nach unten, von links nach rechts, auch männliche und weibliche Energie ist es in erster Linie. All das hat auch was mit Heilung, mit Erdung zu tun. Man könnte sagen, Heilung ist gleich Erdung. Es ist nur ein anderes Wort. Und in der nächsten Folge werde ich sowieso mal auf Erdung in der neuen Zeit, wie man sich wirklich richtig erdet, tiefer eingehen. Ja, der Titel des Videos lautet ja Heilung, Krebs, keine Sorge. Krebsvorsorge? Jährlich? Was passiert denn, wenn sich vielleicht im Körper ein paar Zellen verändert haben und du machst eine jährliche Krebsvorsorge? Es werden Tumorzellen entdeckt. Wie geht's weiter? Die Frage muss erlaubt sein, wie viele Menschen hätten gar nicht gemerkt, dass sie Krebs haben, weil er sich wieder aufgelöst hätte, wenn sie nicht zur Krebsvorsorge gegangen wären. Gut, und dann haben wir das Ganze mal ein bisschen beleuchtet, wie es entsteht. Ich finde schon, dass das wichtig ist, damit man auch sieht oder dass man nicht so leicht in diese kollektiven Überzeugungen und Muster reingerät, dass man das auch mal mit Distanz betrachten kann. Für einen persönlich als Heiler ist es unglaublich wichtig, sich da nicht mit reinziehen zu lassen und mit dem Patienten oder Klienten in den Kampf zu gehen, gegen etwas anzukämpfen, ist allermeistens nicht die Lösung und die letztendliche Lösung für wahre Heilung ist es sowieso nicht. Also jetzt was tun? Mit der Seele in tiefen Kontakt gehen, sich erlauben zu fühlen. Gefühle heilen. Dafür sind Gefühle da. Dafür sind sie da. Nutz sie. Immer wenn du was fühlst, setzt einen Transformationsprozess in deiner Seele ein. Energien werden ausvibriert durchs Fühlen. Und es liegen viele Bewertungen auf dem Fühlen. Schlechte Gefühle will ich nicht haben. Nee, lieber nicht fühlen, nicht zu tief fühlen, könnte wehtun. Doch, es ist die beste Vorsorge vor Krankheit. Und
Wer wirklich heil ist, fühlt und hat keine Angst vor dem Fühlen. Es ist ein Weg, sich darauf einzulassen. Keine Frage, auch doch, mach dich bitte auf den Weg. Letztendlich gibt es keine andere Lösung, als zu erkennen, du bist Energie, du bist Liebe, du bist ein fühlendes Wesen und übers Fühlen kannst du ganz viel machen, über den Kopf ganz, ganz wenig. Doch ich kann jetzt natürlich nicht alles nochmal wiederholen, was ich in den letzten Videos, in den ganzen Videos der Heilungsserie erklärt habe. Bitte schau sie dir, wenn du an Heilung interessiert bist, doch mal aufmerksam an. Mit all meinem Mitgefühl, wenn du an einer schweren körperlichen Erkrankung leidest. Hab Mut. Hab Mut, auf deine Seele zu hören, mit ihr in Kontakt zu gehen. Geh liebevoll mit dir um, mit deinem inneren Kind, mit deinem Körper, achtsam. Such die Heilung nicht im Außen, sie ist in dir. Nichts Materielles im Außen bringt dir letztendlich das, wonach du dich sehnst, wirkliche Heilung, vollkommene Gesundheit. Das vermag nur dein loderndes Seelenlicht. Und es gibt Möglichkeiten, dieses Seelenlicht zum Lodern zu bringen. Es gibt Heilenergien, die dich dabei unterstützen. Ein Heiler kann dich dabei unterstützen. Das ist das Größte, was er tun kann. Dafür braucht es Demut. Ich danke dir aus ganzem Herzen, dass du mir diese Zeit hier geschenkt hast, dass du dir diese Zeit geschenkt hast. Lass dir nicht bange machen. Du bist wirklich wunderbar und du bist ein göttliches Licht. Du bist kein Opfer, du bist Schöpfer. Erlaub dieses Bewusstsein immer mehr zu reifen. Dann ist alles möglich. Alles. Ja, jetzt darfst du mir gerne oder gib dir selber einen Daumen nach oben, indem du da klickst. Abonniere den Kanal Namahem. Ich freue mich, dich wiederzusehen. Du vielleicht auch, mich wiederzusehen in einem der nächsten Videos. Dein Namahem. Bis bald.